useless. Der erste Boss, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist Wafura. Wir sehen hier in meiner Aufnahme, man sammelt sich bei diesem Boss oben rechts in der Ecke. Hierbei ist es wichtig, dass jeder dieser Spieler bei der Taktik, es gibt auch eine andere Taktik, bei der Taktik jeder einen Tank hat. Die besten Kommandanten für diese Strategie sind Richards oder Saladins, weil diese sehr tanky sind. Auch gerade Saladin, weil er so viel Skill Damage Reduction hat, also weniger Fähigkeitsschaden erleidet. Hierbei sammelt man sich oben rechts in der Ecke und einer mit dem Gift, also ein Tank mit dem Gift, pullt den Boss ohne hinzulaufen. Dann greift keiner an, bis dieser Boss im Grunde genommen den ersten, der gepullt hat, ihn attackiert. Dann greifen die anderen auch an. Wie gesagt, wichtig ist es, dass man Richards hat. Die besten Second Commander für Richard wären in diesem Fall Alexander. Alternativ werden aber auch Kommandanten wie Sun Tzu relativ gut funktionieren. Was ist noch wichtig hierbei? Hinter Saladin könnt ihr Cao spielen, aber definitiv auch andere Kommandanten. Das ist nicht ganz so wichtig, sage ich jetzt mal. Nun kommen wir zum Skill-Setup. Wir haben 4 Tanks, aber da man natürlich, wenn jeder Tank spielt, die Skill-Auswahl etwas begrenzt ist, könnt ihr das bei mir unten rechts relativ gut sehen. 2 von euch sollten das Gift mitnehmen. Das heißt, ihr könnt den Boss die ganze Zeit poisen und gleichzeitig sollte jeder von euch das Schwert mitnehmen, also einen Nuke über die Skillpunkte. Dann könnt ihr das quasi immer abwechselnd machen. Das heißt, einer poisoned, einer nuked mit dem Schwert. Der eine nuked jetzt und als nächstes wird wieder gepoisoned. Das heißt, ihr könnt permanent dieses aufrechterhalten, aber gleichzeitig nuken. Die anderen beiden Mitglieder eures Teams sollten den Debuff machen. Es gibt diesen sogenannten Debuff als zweiten Skill, wie ihr ihn oben in der Leiste seht. Sieht auch im Cäsar-Symbol mit Flagge aus. Den sollten die anderen beiden haben, weil der erhöht den erlittenen Schaden. Dieser sollte auch permanent drauf sein, da sollte das gleiche Verfahren angewendet werden. Das heißt, der eine macht zuerst den Debuff, der andere macht den Nuke mit dem Schwert. Und danach umgekehrt und das auch permanent durch das Match. Was habt ihr jetzt hierbei zu beachten? Eigentlich habt ihr nichts weiter zu beachten, ihr steht alle oben in der Ecke, bis das Match vorüber ist. Wichtig, auch wenn man ein Nuke sich dahin verwirren sollte, das passiert relativ spät, wie ihr seht, die ganzen Nuke-Flächen verteilen sich komplett über die Map, aber hier oben rechts in der Ecke, dort kommt nahezu nichts hin. Aber am Ende, wenn er selber aktiv nukt, dann bekommen wir ein bisschen Nuke ab, deswegen brauchen wir so tanky Kommandanten. Deswegen sind diese speziellen Pairings so gut für hier. Wie ihr seht, wir sind jetzt schon bei der Hälfte des Lebens angekommen und unsere Kommandanten haben noch nahezu kein Leben verloren. Es dauert natürlich etwas länger als vergleichsweise mit Nukern, aber ihr habt auch deutlich weniger Arbeit, weil ihr positioniert euch wirklich nur dort oben und dann macht ihr nichts weiter, im Grunde mal als diesen Exploit zu nutzen, dass dort kein Nuke hinkommt. Und dann schauen wir uns an, wie dieser Boss weiter performt. Welche Alternativen gibt es hier? Man kann natürlich eine andere Taktik hier usen, dann würde man ganz normal einen Healer mitnehmen, 2 DDs und einen Tank und dann würde man in der Mitte des Spielfelds im Grunde einfach nur gegen den Boss nuken und Dinge ausweichen, die Heilungsfelder einsammeln und ähnliches. Das ist Alternative Nummer 2. Ich persönlich präferiere mal diese hier, da sie relativ einfach ist und auch wenn man mal einen dabei hat, der es nicht ganz so gut beherrscht, der kann sterben und zu dritt schafft man es immer noch. Das heißt, eine wirklich sehr, sehr leichte Alternative, die natürlich auch ein bisschen zumindest auf die Buffs ankommt. Also wenn ihr die Buffs richtig einsetzt, ist wirklich richtig easy. Gerade wenn dieser Nuke, den wir auch gerade wieder gesehen haben, geused wird, dann macht ihr auch noch ein bisschen Schaden. Wenn wir schauen, wir haben jetzt noch 4 Minuten 30 left, aber schon 3/4 geschafft. Das heißt, wir sind relativ gut in der Zeit. Nun geht er in den Enrage-Mode und wir sehen, okay, jetzt taucht bei uns auch Nuke auf. Das ist der Grund, warum wir hier wirklich Tanks nehmen und keine DPS. Weil DPS hätten jetzt bis hierhin schon viel mehr Schaden gefressen und wären dann schon fast gelb. Und wenn wir dann die ganze Zeit diesen Nuke abbekommen, den macht er ja nicht permanent, aber den macht er, dann hätten wir jetzt Probleme, den Boss zu besiegen. Aber dadurch, dass wir wirklich einfach nur stehen bleiben können mit unseren Tanks, weil wir tanky genug sind, ist auch diese Phase, die Rage-Phase, relativ einfach. Dies wird jetzt bis Ende so weitergehen, nichts Spektakuläres wird mehr passieren. Und dann schauen wir uns den nächsten Boss an.
Nun haben wir den ersten Boss geschafft und wir bewegen uns nun zum zweiten. Hier ist schon mal die Auflistung. Wir kämpfen gegen Frieda. Wir haben dabei einen Tank und 3 Damage-Dealer. Worauf kommt es an, wenn ihr eure Märsche zusammenstellt? Die Damage-Dealer sollten natürlich Nuka-Märsche nehmen. Wenn möglich, als Second bitte jeder einen YSG. Warum ist dem so? Gerade in den Zwischenphasen ist es der Fall, dass sehr, sehr viele Ads auf euch kommen. Das heißt, ihr trefft euch dann in eine Ecke, das werden wir auch gleich noch sehen. Und alle zusammen werdet ihr die Ads killen. Das heißt, wenn ihr dann YSG habt, dann müsst ihr nicht alle einzeln attacken und bekommt einen Counter-Attack-Damage, aber könnt sie sehr schnell töten. Als Tank könnt ihr hier, auch in dem Fall im Grunde genommen wie ich, auch einen Guan Yu mit YSG spielen. Ihr seid damit tanky genug, aber ihr könnt die Aggro leichter halten, weil eure anderen Damage-Dealer machen natürlich gut Aggro, wenn die gute Damage-Dealer-Märsche haben. Wichtig ist, lasst den Tank ruhig 1-2 Sekunden vorher antanken und übernehmt dann erst. Used am besten direkt am Anfang nicht diese Damage-Skills, also nicht diesen Dreier-Skill, wo ihr deutlich mehr Schaden macht, sondern lasst den Tank wirklich erstmal vernünftig antanken, dass er nicht extra Punkte für den Taunt raushauen muss. Was ist noch wichtig bei diesem Boss? Wie wir sehen, haben sich hier alle Spieler verteilt, das heißt alle 4 Punkte. Warum ist dem so? Wir sehen jetzt gerade oben bei Obelix, dass dort jetzt ein Eiskristall kommt. Der Nuke Damage ist relativ hoch. Das heißt, wir wollen maximal, dass einer getroffen wird. Deswegen stehen wir nicht geklumpt wie bei anderen Bossen, werden wir später sehen, sondern stellen uns auseinander, okay, hier vorne in dem Bereich, wo ich stehe mit meinem Tank, dort darf natürlich auch keiner stehen, weil da dieser Nuke die ganze Zeit kommt. Und außen die Eiskristalle sollen, wie gesagt, nur ein Target treffen. Das heißt, die Aufteilung ist relativ wichtig. Wie weit kommt man circa, bis er in die erste Eisphase geht? Wenn man hier so ein Team hat wie wir, die relativ guten Damage-Output haben, kommt man so zwischen 290 und 240.000, dann geht er in seine erste Eisphase. Das heißt, wir können das Gift auch dementsprechend als Tank abpassen und wissen, okay, so und so lang muss ich noch mein Gift aufrechterhalten und dann muss ich es vielleicht auch schon nicht mehr einsetzen, weil ich weiß, okay, er geht gleich in die Eisphase, ich spare mir die Punkte, um danach zu nuken oder wie auch immer. Ihr könnt auch einen Heal mitnehmen, ich habe jetzt den Nuke nochmal mit, ihr könnt als Tank auch einen Heal mitnehmen, dass ihr euch zwischen der Phase nochmal ein bisschen hochheilen könnt, das ist definitiv möglich. Die anderen Spieler, die hier mit dabei sind, was sollten die für ein Setup haben? 2 von diesen Spielern, diese sollten auf jeden Fall den Sturm haben, der diese 25 Stacks, die wir oben sehen, auch verursacht. Der andere Spieler sollte den Kometen haben. Des Weiteren sollte jeder dieser Spieler neben diesen Skills den Heal haben, damit sie sich auch in der Zwischenphase wieder hochheilen können oder wenn sie keine anderen Skills nutzen müssen und damit mehr Damage Output haben. Wie wir sehen, sammeln wir uns jetzt unten links in der Ecke, alle zusammen, lassen die Monster rankommen und dann gehen wir gebündelt drauf, dass der Nuke so viele Targets wie möglich trifft und wir die schön schnell wegbekommen, bevor der Boss wieder aus seiner Eisphase erwacht. Warum ist das wichtig und warum können die nicht einfach drauf und sind nur ein paar Barbaren? Das ist so wichtig, weil diese Mobs geben dem Getargeten, wie wir auf der linken Seite sehen, einen Debuff. Dieser Debuff erhöht den erlittenen Schaden. Das kann gerade ein Problem, gerade wenn ihr 4, 5 von diesen Viechern auf euch habt, dann kann das ein großes Problem werden, gerade wenn der Boss euch noch direkt angreift oder wenn ein New kommt, dass ihr zu viel Schaden bekommt und das nicht mehr durchgehend durchhaltet, um den Schaden rauszuhauen, um diesen Boss zu besiegen. Das heißt, das Wichtigste in diesen Zwischenphasen ist, nicht jeder geht in eine Ecke. Sammelt euch am besten immer in einer abgesprochenen Ecke und dann macht ihr zusammen diese Monster und geht dann zurück. Der Tank sollte auch wieder antanken. Die anderen Spieler sollten nicht direkt mit auf den Boss gehen. Die sollten erstmal weiterlaufen, weil wie ihr seht, werden sie jetzt alle vom Nuke getroffen. Das heißt, die sollten sich so verteilen wie vorher. Auf die alten Positionen und den Rest runternuken, weil es sonst relativ eng werden kann. Vorteile hiervon sind, natürlich die Märschen bekommen nicht zu viel Schaden. Der Nachteil für den Tank ist, wie wir hier sehen, okay, ich habe noch 4, 5 Ads am Start, die halten natürlich den Debuff auf mir hoch. Das heißt, sie bekommen viel Schaden. Das ist aber okay, sofern ihr tanky genug seid. Wenn dem nicht so sein sollte, dann muss ein zweiter Spieler neben euch stehen, der noch gleichzeitig mit nukt. Bis zum Ende der Runde ist nichts zu beachten. Sollte das jetzt so laufen, dann geht der Boss insgesamt in eine Eisphase. Am Ende könnt ihr noch mehr nuken als heilen in dem Fall dann. Haut alle Skills noch raus, die ihr habt. Versucht die Stacks auch aufrecht zu erhalten, dass sie wirklich sehr, sehr viel Schaden macht. Und dann ist auch dieser Boss geschafft. Noch eine kleine Sache, bevor dieser Boss zu Ende ist. Was ist wirklich wichtig? Also wichtig bei diesem Boss ist, dass der Damage Output hoch ist. Das bedeutet, das Gift und auch der andere Buff, der durch die DDs aufgetragen wird, ist sehr wichtig, dass er kontinuierlich aufrechterhalten wird. Das heißt, die Spieler müssen sich nicht nur konzentrieren auf ihr Movement, sondern gleichzeitig auch, dass ihre Skills da sind. Der nächste Boss ist Torgny.
Torgny ist der nächste, etwas neuere Boss. Wir haben hier auch wieder 3 Damage-Dealer und einen Tank. Wie ihr gesehen habt, haben wir hier nicht diesen Debuff, der sich stackt. Warum ist dem so? Weil wir zwischendurch immer diese Phasen haben, wo wir weglaufen müssen und den nicht aufrechterhalten können mit Auto-Attacks. Zudem nutzen wir gezielt den Kometen, damit wir die spawnenden Ads, also die kleinen Loas, die im Grunde genommen das Schild für euch positionieren, damit ihr safe seid von seinen Nuke-Wellen, damit ihr diesen Loa genau direkt wegnuken könnt. Ab wann ihr den nuken könnt mit eurem Skill, das schauen wir uns gleich an. Ich persönlich habe hier als Tank ein Konstantin mit Richard. Der Grund ist ganz einfach, Konstantin habe ich als erstes wegen dem Support-Tree, das heißt, ich möchte häufig nuken, weil durch Konstantin reduziere ich den Angriff des Bosses um 40% und zudem reduziere ich Damage Taken, also den erhaltenen Schaden aus allen Quellen um 10% für alle, die in meiner Range sind. Wie man sieht, wird das diesmal nur auf mich gewirkt. Wenn das Team sich etwas mehr an die Seite stellt, ist es auch möglich, dass davon Spieler diesen Bonus noch abbekommen. Wie man hier schaut, der Fehler, der gemacht wurde, ist, die Spieler haben nicht lange genug gewartet, direkt ihren Damage-Skill gezündet und damit klauen sie jetzt die Aggro. Und daher muss ich jetzt zweimal meinen Taunt usen und den Boss zurückbekommen. Das heißt, fahrt am Anfang ruhig ein bisschen Low Damage, lasst die Gift-Stacks aufbauen, wartet auf die erste Phase und dann haut wirklich alles raus, wenn der Tank im Grunde genommen schon ein bisschen angetankt hat über die Zeit. Gerade skilltechnisch, klar, lasst die Skills nicht voll laufen, haut dann einen Nuke rauf oder sowas, ja, aber dieser erste Skill, der ist wirklich sehr, sehr problematisch. So, jetzt sind wir bei der ersten Welle. Der Spieler mit dem Pfeil, dort werden wir uns natürlich alle versammeln. Und sobald diese rote Quelle auf dem Boden aufleuchtet, der Boss, also der Loa muss noch gar nicht da sein. Sobald dieser rote Kringel auf den Boden kommt, könnt ihr schon mit eurer Nuke-Fähigkeit oder mit eurem Marsch dies anvisieren und angreifen. Dies gibt euch die nötige Zeit, damit ihr den Nuke nicht abbekommt. Wie ihr seht, versammeln wir uns in dieser Kugel jetzt, dann bekommen wir keinen Schaden. Wie ist das Vorgehen anschließend? Sobald der Boss jetzt fertig ist, werde ich mit meinem Tank dies wieder angreifen. Dann wird der Boss direkt einen Nuke ausführen. Alle meine Teammates werden erstmal weglaufen zur Seite aus dem Nuke-Bereich. Danach werden sie wieder unten irgendwo an einer Ecke gebündelt sammeln. Warum sammelt man sich bei diesem Boss gebündelt? Man stellt sich immer zu dritt hin, weil der Loa spawnt auf einer Random-Person. Das heißt, wenn die 3 schon zusammenstehen, haben die keinen weiten Weg und ich muss immer zu ihnen laufen. Und sie können sich sehr schnell darauf konzentrieren, den Loa zu attackieren und müssen nicht noch weite Wege und haben dann Probleme, dass sie nicht in der Kugel stehen. Das ist definitiv auch noch zu beachten. Und auch hier wieder eine wichtige Aufgabe vom Tank. Versucht, die Gift-Stacks während der Schadensphasen so hoch wie möglich zu halten. Ihr habt irgendwann keine Skillpunkte mehr unten, weil ihr verbraucht mehr, als ihr regeneriert. Aber versucht, diese clever einzusetzen. Später geht der Boss noch in eine Rage-Phase und da wollt ihr möglichst viele Skillpunkte haben, damit ihr dann noch das Gift bis Ende aufrechterhalten könnt. Was gibt es noch zu beachten? Wir sehen zwischendurch, dass der Boss, wie eben gerade auch, zwischendurch einen Nuke-Kreis um sich rum random verursacht. Der Tank bleibt einfach stehen, macht nichts in dem Fall, weil er ist tanky genug. Ihr seht, man hat schon noch fast keinen Schaden bekommen, obwohl wir schon die Hälfte geschafft haben. Die anderen Märsche müssen auf jeden Fall aus diesem Nuke-Faktor raus, weil das zu viel Schaden verursacht. Hier sehen wir den Loa, den kann man auch mit Autos besiegen. Am besten ist 2 Kometen drauf, dann ist er insta-tot. Da kann nichts passieren, ihr steht alle in der Kugel drin, dafür könnt ihr eure Skills aufbewahren. Dieser Nuke sollte dementsprechend auch nicht auf dem Boss platziert werden. Sprecht euch ab, einer kann das ja machen, die anderen beiden sollen den frei haben für den Loa. Also mindestens einer sollte es sein. Wie ihr seht, wir sind jetzt bei 475.000. Meine Punkte sind jetzt fast wieder voll, weil ich zwischendurch wieder auslaufen lassen habe. Da ich ja auch nicht rankomme und ich kann keinen Schaden machen, der lasse ich lieber die Punkte regenerieren, das Gift einmal auslaufen, damit ich Richtung Ende, wenn er jetzt bald in seine Rage-Phase geht, möglichst lang das Gift aufrechterhalten kann. Hier sehen wir mal wieder eine Nuke-Phase, wo alle rausgehen müssen, damit sie keinen Schaden erleiden. Das geht auch relativ fix und danach läuft ihr einfach wieder zurück auf eure alte Position und nukt wieder. Sobald der Boss nun gleich in seine Rage-Phase geht, gibt es eigentlich nur 2 Dinge zu beachten. Die Damage-Dealer sollten immer noch nah nebeneinander stehen. Hier ist auch ein YSG als Second Commander gar nicht schlecht.
Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt hier auch YSG als Second, weil ihr steht gleich zusammen und die Ads werden immer noch gespawnt. Der Boss gibt euch einen Debuff, dass ihr mehr Schaden erleidet. Wenn ihr dann diese kleinen Loas, die gleich kommen, killt und eine Bubble um euch rum schafft, die sollten aber nicht durch aktiven Attack gekillt werden, sondern nur durch den AOE von dem YSG. Wenn diese Bubble erscheint, bekommen alle den Debuff vom erhöhten Schaden runtergenommen von ihrem Marsch und haben damit wieder weniger Schadenserleiden und erleiden damit wieder weniger Schaden. Das kann am Ende den Unterschied machen. Kommt darauf an, wie eure Kombination aussieht. Was sind hier gute Märchen, die wir hierfür benutzen können? Tank haben wir gesehen, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, ist aber ein sehr, sehr guter Tank, gute Erfahrung mitgemacht. Es geht auch ein Ramses, also wenn ihr Archer habt, ist auch cool. Kann man eigentlich bei jedem Boss auch nehmen. Damage Dealer ist, sieht man ja, Guan Yu ist es sehr, sehr gut. Dann auch ein Jeng ist es sehr, sehr gut, ein Saladin ist sehr, sehr gut nutzbar. Also Nuker, Support Tree dahinter, je nachdem wie die Zusammenfuhr ist, sind hier sehr, sehr interessant. Wie gesagt, zu dem Skill, was ist hier wichtig? Damage Dealer, Komet und Heilung, falls ihr euch heilen müsst. Nun kommen wir auch zu dem Doppelboss. Hack und Hook. Wie machen wir den? Also, wir treffen uns immer auf einer Seite, da gibt es immer zwei Varianten. Im Grunde genommen, eine Seite wird von einem Solo getankt, die andere Seite macht den Boss zu dritt. In diesem Fall haben wir uns dafür entschieden, dass Svenison mit seinen Archern die eine Seite solo tankt. Natürlich hätte man auch sagen können, okay, man geht mit den beiden Infanteriemärschen rüber zu Svenison, macht dort den Schaden und lässt Blackfire alleine hier mit seinem Kaff-Märschen tanken. Hier gibt es diese zwei Möglichkeiten. Welche Buffs benötigt ihr? Ihr braucht auf jeden Fall keine Healing-Buffs, um dieses Level zu schaffen. Es ist wieder wichtig, diesen Sturm zu haben, der sich hochstackt. Der sollte kontinuierlich auf den Zielen drauflaufen. Der dritte Spieler auf der Damage-Seite soll auf jeden Fall den Komet am Start haben, damit dieser den kontinuierlich usen kann. Der zweite Skill sollte auch hier wieder das Schwert darstellen, das ihr von Zeit zu Zeit nehmen könnt. Ihr könnt direkt alle Skills raushauen. Einer wird so oder so von euch tanken. Ihr habt keinen Tank bei eurer Seite, weil wir spielen diesen Modus mit 4 Damage-Dealern, wie ihr seht. Weil es einfach nicht nötig ist, wenn ihr genug Schaden raushaut. Was sind hier gute Märsche? Also, Kaff-Märsche sind stärker gegen den Boss mit dem Mond. Gegen die Sonne sind stärker die Archer-Märsche. Und mit Infanterie könnt ihr auf beide Seiten. Das ist hier erstmal die generelle Ausrichtung. Was ist hier wichtig? Große Nuke-Märsche wollen wir haben. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier auch wieder einen Jengis am Start. Ich habe einen Alexander als Second in dem Fall, um etwas tankiger zu sein. Obelix hat in dem Fall einen YSG dahinter. Auf der anderen Seite haben wir einen Ramses, der einen Rüstungszerreißen dahinter einen YSG, auch nicht sehr schlecht. Das heißt, High Damage ist hier im Grunde genommen Pflicht. So, nun kommen wir zur ersten Nuke-Phase. Das ist dieser Stachelring, aus dem müsst ihr auf jeden Fall raus. Habt ihr zwei Möglichkeiten, nach innen, nach außen gehen, im Grunde genommen mit dem Boss. Und dann könnt ihr auch schon wieder danach weiterkämpfen. Wie ihr seht, sind die Bosse bei uns relativ weit auseinander. Was ist der Hintergrundgedanke hierbei? Pro Boss bekommt ihr einen Debuff. Wenn ihr diesen Debuff von Boss Mond drauf habt und Schaden von Boss Sonne bekommt, ist dieser deutlich erhöht. Das heißt, ihr wollt die Bosse weit auseinander haben, damit ihr im Grunde genommen nicht den anderen Debuff bekommt. Nun haben wir gerade den Phasenwechsel gesehen. Hätte der Boss jetzt noch 300 oder 400.000 Leben, dann hätten wir die Bosse geswitcht. Das heißt, Sphäreson wäre rübergegangen, hätte dann im Grunde genommen versucht, den anzutanken, was aber in dieser Methode relativ schwierig ist, weil wir keinen Tank haben. Also wenn ihr einen Tank habt, dann würdet ihr jetzt im Grunde die Bosse switchen. Aber mit der 4-Damage-Dealer-Variante ist es eigentlich so, dass ihr das relativ schnell nach der ersten Phase beendet. Nun kommen wir zum Boss Astrid. Astrid ist auch einer der früheren Bosse und ist auch nicht so schwierig, wenn man das ein bisschen richtig anhat. Ihr braucht einen Tank. Dieser Tank kann auch wieder einen Off-Tank spielen, das heißt wie ich beispielsweise mit Guan Yu und Alexander. Nebenher braucht ihr 3 Damage-Dealer. Hier ist kein YSG interessant oder ähnliches, hier reicht rein Single-Target-Damage, weil keine Ads kommen. Wie ist jetzt der Verlauf am Anfang? Am Anfang hiervon werden wir, in diesem Fall Obelix, wird die erste Phase antanken. Warum ist dem so? Im Grunde genommen, man kann es auch machen, dass der Tank das antankt, die erste Phase, aber dann muss das ganze Team, im Grunde genommen, oder zumindest der Tank, der die Aggro hat, und damit auch das ganze Team, laufen, während der Boss in dieser Rage-Phase ist. Um das zu verhindern, lässt man im Grunde genommen einen Damage-Dealer antanken, der übernimmt die erste Phase und kassiert die Debuffs. Hierbei ist wichtig, passt auf die anderen Skills auf, als Tank use kein Taunt, damit wirklich nur Obelix in diesem Fall
den Debuff bekommt. Und schaut, dass ihr auch nicht in dem AOE-Feld zusammensteht. Wenn der Pfeil kommt, einmal ein bisschen was entfernen vom Boss. Das ist kürzer als in der Vergangenheit. Das heißt, ihr müsst nicht so weit wegstehen. Der Boss läuft ein Stückchen dahin. Und dann reset er. Was jetzt wichtig ist, wie wir hier sehen, Obelix wird zur Seite gezogen. Blackfire steht noch relativ nah dran und bekommt jetzt den Nuke. Wenn dieser Boss läuft, achtet darauf, dass ihr euch auch bewegt und wieder die richtige Position einnehmt. So. Im Grunde genommen wird der Boss jetzt gleich die Phase wechseln. Dann wird der Tank, also meine Wenigkeit in diesem Fall, den Boss taunten. Da muss Blackfire schauen, dass er die Position wieder wechselt, weil er sonst sehr, sehr viel Schaden vom Boss bekommt, weil er 180 Grad AOE hat. Wenn ihr den Debuff habt, lauft ihr natürlich zuerst weg, aber sobald der Tank Astrid dann getauntet hat, habt ihr kein Problem und ihr könnt wieder ganz normal angreifen, auch wenn ihr den Debuff habt. Wichtig, lasst euch nicht von dem AOE treffen. Ganz, ganz wichtig, sonst könnte das schnell vorbei sein. Aber wie ihr seht, haben wir im Grunde die erste Phase Obelix antanken lassen. Der hat jetzt relativ viel Schaden bekommen. Der heilt sich übrigens gerade. Das heißt, Heilung ist auch der zweite Skill jeweils hier. Seht ihr bei mir auch. Weil es anders brauchen wir nicht. Und sobald in dieser Rage-Phase bekommt der Boss sehr, sehr viel Schaden. Das heißt, hier hauen wir wirklich unseren Schaden drauf. Die Gift-Stacks sind drauf. In dem Fall. Die Stacks haben jetzt hier nicht so gut funktioniert. Die sollten auch, wenn möglich, immer laufen. Das heißt, die Sandsturm-Stacks sollten wieder 2 Spieler haben. Die sollten sie in Zusammenkunft machen. Kann natürlich immer das Problem sein, wenn ein Spieler gerade weglaufen muss, dann kann er diese Stacks nicht erneuern, dann können sie mal auslaufen. Sonst sollte aber versucht werden, dass diese Stacks wirklich permanent drauf sind, damit der Schaden hochgehalten wird. Wie ihr seht, ist der Boss nicht mehr aus seiner ersten Rage-Phase rausgekommen. Sollte er wieder rauskommen, tankt danach auch der Tank diese Phase. Also der Tank tankt danach durch, weil nochmal eine Rage-Phase sollte er nicht kommen, sonst habt ihr etwas wenig Damage dabei. So, werte Freunde, das war hier die Folge zu den 15 Roli-Bossen. Einmal eine Übersicht mit mir kommentiert. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Video haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.